30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo und herzlich willkommen zur 6. Sendung des YouTube Predator Cup 2020 und damit zur 2. von 4 Folgen in der Gruppe B. In der ersten Tageshälfte ging es bereits richtig zur Sache. Daniel liegt aktuell auf dem 1. Platz. Er konnte bereits 3 mittlere Barsche und 2 mittlere Zander fangen. Enrico, der neben einem kleinen Hecht 2 Traumbarsche von 48 und 49 in die Wertung bringen konnte, folgt in Lauerstellung auf Platz 2. Und auch Jasmin hat bereits 3 mittlere Zander auf der Habenseite. Vizemeister Herbert Ziereis musste sich bisher mit Fehlbissen herumschlagen. Julot hatte seinen Tag relativ spät angefangen und fischt noch keine Stunde. Salah hat sich für die spätmöglichste Anfangszeit entschieden und macht erst jetzt seinen allerersten Wurf. So Leute, erster Wurf. Ich bin ein bisschen im Verzug. Wir haben 2 Minuten nach 11 und ich darf ja 8 Stunden, aber trotzdem spätestens um 19 Uhr Feierabend machen. Und da die anderen ja schöne Fische gefangen haben, an dieser Stelle Respekt an Enrico. Aber ich denke mal, jetzt erstmal geht es auf Zander. Klar, Wasser ist braun, richtig trüb. Ich nehme jetzt den Chartreuse jetzt und einen OV-Kopf. Eigentlich ungern mit dem Drilling, aber ich muss erstmal schauen. Wenn ich viele Bisse habe, ja, dann muss der Drilling dranbleiben. Wenn nicht, dann kommt er weg. Aber jetzt erstmal erster Wurf. Zeit läuft. Drück mir die Daumen. Fisch! Der erste massige Fisch. Na also, nun hat auch Herbert seine ersten Punkte auf der Habenseite. Der 44er Zander bringt ihm 57,2 Punkte. Der Anfang ist gemacht. Und wenn man Daniel zuhört, klingt es nicht so, als würde ihn Herberts Fisch nicht beunruhigen. Mann, Herbie. Herbie im Rennen. Natürlich. Das geht schnell bei Herbie. Jetzt haben wir wenigstens schon mal, oder jetzt habe ich schon wenigstens einmal einen Fisch gefangen. Noch einen zweiten Wurf. Und der Wind geht richtig zu mir her und um die Zeit, ich glaube, das schaut auf alle Fälle nicht schlecht aus, dass da noch mehr kommt. So, ich habe jetzt mal einen längeren Stinger montiert. Eigentlich bin ich nicht so der Freund davon, aber der reicht jetzt tatsächlich schon fast bis zum Schaufelschwanz. Die beißen wirklich so spitz. Ich kriege hier eine Attacke nach der anderen, aber die bleiben einfach nicht hängen. Und deswegen muss jetzt einfach mal ein längerer Stinger her. Mal schauen. Ich hoffe, der sitzt gleich. Man sollte nie das gute alte Drunkbait vernachlässigen. Macht wahnsinnige Druck im Wasser und teilweise ein absolutes Zandermagnet. Hoffentlich auch heute. Werden wir gleich sehen. So, ich habe jetzt eine kleine Mittagspause gemacht. Einmal Pommes Spezial und eine Cola, wie sich das in Holland so gehört. Das klassische Mittagessen hier in Holland tatsächlich. Und jetzt angle ich weiter. Also ich habe es mir doch überlegt, ich werde hier bleiben, hier verweilen, hier ausharren und gucken, dass ich den einen oder anderen Zander hier kriege. Über einen würde ich mich schon sehr, sehr, sehr freuen. Wenn es 2 werden, umso besser, aber einer wäre schon super. Also müssen wir mal gucken, ob wir diesen einen hier kriegen. Ich gebe auf jeden Fall jetzt nochmal Gas, gestärkt aus der Mittagspause zurück. 10 Minuten kurze Pause, das ist auch mal ganz gut für die Birne. Einmal abschalten, einmal runterfahren.
Ja, Fisch. Oh. Ah, der ist, glaube ich, der hängt offiziell, glaube ich, noch. Ja, gerade eben habe ich einen Zander gefangen. Wie schon erwähnt, die beißen sehr spitz, habe deswegen einen längeren Stinger drauf gemacht und habe tatsächlich ein paar Würfe danach auch einen Zander eben bekommen. Nun ist die Frage gewesen, zählt der oder zählt er nicht? Denn der Stinger hing im Maul und der Jig hing in der Seite, hinterm Kiembogen. Und jetzt waren wir halt am Überlegen, was machen wir damit? Werten wir ihn nicht? Ich persönlich habe jetzt entschieden, weil ich nicht weiß, welcher Haken zuerst hing. Ich glaube, es war der Stinger und der Jig hat sich im Drill reingedreht. Ich persönlich würde mich aber besser fühlen, wenn wir diesen Fisch einfach nicht mit in die Wertung nehmen, sondern dass wir einfach sagen, der geht raus aus der Wertung und ich versuche noch einen besseren zu fangen. Auch wenn Jasmin vermutlich recht hat und der Stinger wahrscheinlich zuerst saß, da man es nicht 100% sagen kann, welcher Haken zuerst gegriffen hat, zählt kein Fisch, bei dem der Haupthaken hinter dem Kiemendeckel sitzt. Ein fairer Zug von Jasmin, diesen Fisch von sich aus nicht in die Wertung bringen zu wollen, war es aber dennoch allemal. Fisch. Der ist besser. Vielleicht ist er quer. Aber weiß ich nicht. Fühlt sich auf alle Fälle schwerer an als der letzte Fisch. Ich hoffe sehr, dass es nicht quer gehakt ist. Verhält sich ein bisschen komisch von der Zander. Oh ja. Habe ich leider befürchtet, quer gehakt, ein Brasse, kein kleiner. Ich glaube, ich würde ihn trotzdem cashern. Wahnsinn. Wow. Schade Leute, da ging Adrenalin kurz mal hoch. Ich habe es leider ein bisschen befürchtet im Drill. Es hat sich leider nicht gut angefühlt im Drill. Also ich dachte schon, es war irgendwas quergehaktes. Aber mal gesehen, auch so was Großes quergehaktes. Das war schon ein guter Drill. Knote und alles scheint ganz gut zu halten bei so einem Fisch. Es war schon eine relativ gute Belastung für alles. Ich sag mal, wenn ich einen Zander habe mit der Power, dann wird es ein sehr guter Zander sein. Ich hoffe, ich würde sowas spüren und erleben heute. Puh. Ça suit. Oh! Juste ici, il est là. Il est là, on le voit. Take it. Ah! C'est un petit brochet, mais un brochet quand même. Il a suivi le spinner. Aïe. Fisch. Ah, ab. Ja, der war klein. Schade. War jetzt kein Monster. Aber wieder auf den Natural Perch, the Bleak Shad. Natural Perch Color. Ich fischte ihn klein. War auch ein paar Fliegenfischern, die vorbeigelaufen sind vorhin. Ein paar Holländern. Habe mit denen kurz gesprochen. Die haben mir auch erzählt, dass einer der Gründe, wieso das Stelle so gut ist hier zurzeit, ist, es gibt eine Migration. Ich habe nicht verstanden genau, welche Art von Fisch das war, aber eine kleine Art von Fisch
die geht von dem Seen, zieht hier durch in eine Millionen hier durch und hier durch diesen Bereich hier. Und jetzt, oh, gibt's doch nicht, Leute. Scheiße. So, und deswegen ist es besser mit einem etwas kleineren Köder. Was eignet sich schon eher an den Beutefisch hier an momentan. Verdammt! 2 Bisse hintereinander versaut. Oh, abgerissen. Ja, wer kennt es nicht? Wir sind am Angeln und die Steinpackung hat mir gerade ein bisschen zu schaffen gemacht. Man sieht, dass die Hauptschnur relativ doll angeraut ist hier auch. Und natürlich sieht man auch, dass kein Köder mehr dran hängt. Denn der hängt jetzt in der Steinpackung. Aber ich muss weitermachen. Ich werde mir jetzt schnell ein neues Vorfach ranknüpfen. Und dann muss ich noch ein paar Würfe machen, in der Hoffnung, dass noch ein richtig dicker Zander kommt. Ich habe geschafft, tatsächlich jetzt einen Hänger zu kriegen. Es gibt wenig Hängern hier. Das ist der erste, den ich gekriegt habe. Ich habe lange versucht, sie zu lösen, aber es geht nicht. Bevor man eine Rolle jetzt kaputt macht, die Schnur ist jetzt sehr, sehr fest und die Schnur ist auch sehr stark. Meine Knoten sind gut. Ich kann entweder ziehen und reißen, aber das wäre in dem Fall nicht so gut für die Rolle. Also, was ich empfehlen kann, ist einfach nimm einen Stock oder irgendwas, das so rumliegt, wickel die Schnur mehrmals damit rum und dann mit dem Stock das Ganze lösen. Am Ende hat man leider das gleiche Ergebnis, das man neu bündeln muss, aber immerhin hat man eine Rolle damit ein bisschen geschont. Nein! Trocken geblieben. Neuer Köder ist montiert. Dieses Mal muss der Easy Edge Head her. Der hat mir in den vergangenen Wochen und Monaten einfach schon so viele gute Fische gebracht. Der hat eine relativ hohe Frequenz. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Der fliegt auch relativ weit und aufgrund des zunehmenden Windes, den wir hier jetzt seit einer Stunde haben, denke ich mal, dass das vielleicht noch mal eine Waffe sein könnte. Puh, ich probiere es jetzt einmal mit einem größeren Köder, wobei ich noch nicht weiß, ob ich dann die Wurfweite zusammenbringe, aber das probiere ich jetzt einmal. Ich brauche große Fische. Du coup on va changer de spot, même si on a eu un joli suivi, c'était un poisson qui pouvait faire des points. Mais on a aussi vu beaucoup de pêcheurs, donc le spot a déjà été pêché. Ils ont fait du poisson, on leur a demandé plutôt tôt ce matin. Donc on va partir sur un autre polders. Le soleil semble les avoir réveillés, contrairement au pré-fishing. Donc on va essayer de continuer comme ça. On va revenir sur l'approche que j'avais tenté au départ, c'est-à-dire des leurres à palette. On va faire des vibrations, on va faire des flashs et on va voir si on peut commencer à faire des points rapidement sur le nouveau spot. Ja, nachdem ich jetzt die ganze Chartreuse Farben, Grillefarben nichts viel gebracht habe, gehe ich jetzt ein bisschen auf einen Kompromiss zwischen natürliche Farbe, Weiß und ein bisschen UV-aktive Stellen, in der Hoffnung, dass es vielleicht besser jetzt funktioniert. Und nach 5 Würfen gehe ich auf sehr natürliche Farbe, außer den orangenen Bauch halt. Die 2 Köder jetzt kommen dran für 10 Minuten und dann sind wir gleich schlauer. Fisch. Okay. So, richtig geil. Hat echt eine Weile gedauert. Wieder der Köder gewechselt auf eine ganz kleine Bleak Shad. Und das hat den Trick gemacht. Kein Riesensetti, aber glaube ich eine kleine Verbesserung. Also auf jeden Fall ein bisschen besser als der gerade maßige da von vorhin. Sehr schön. Auch kein Riesenzander, aber schön wieder einen Fisch zu kriegen.
kurz mal messen von der Kamera. Ah, ist schon eine Verbesserung. Ich treffe genau, was ist diese goldene da? 53. So, richtig geil. 53er Zetti. Und er darf natürlich wieder schwimmen in Holland. Deswegen bin ich auf der Meinung, dass es auch so eine gute Bestand gibt. Richtig geil. Schön wieder einen Zander zu fangen nach einer Weile. Es hat echt eine Weile gedauert da. Musste ein bisschen durchpeitschen, aber endlich mal kam der Biss wieder. Puh. Ja, geil. Schöner Zander. Daniel ersetzt einen 43er durch einen 53er, verbessert sich um 13 Punkte und baut seine Führung aus. Was sagt Herbert dazu? Also wurscht, die 5 Fische hat er schon voll gehabt. Aber es läuft. Für ihn. Der Enrico hat nichts mehr. Jetzt fischt er wirklich tatsächlich auf den 3. Barsch. Na, weil dann kann ihm keiner mehr was tun, wenn er dann nur einen Zander fängt. So super exciting, new this year for Berkeley is the Berkeley Pulse Spintail. It's a tail spinner kind of lure, metal lure, and it's perfect for pike, perch and zander fishing. It has a big spinner blade on the tail, but also a smaller blade attached to it. The small spinner blade gets like forced behind the big spinner blades and creates a lot of extra vibrations and a lot of extra movement in the whole body. And that's super killing for the perch fishing. Comes in 4 different sizes, the 5 gram, the 9 gram, 14 gram and 21 gram. It's equipped with a Fusion 19 hook, 8 different colors, so go check them out. Ich bin auf Platz 1, Leute. Nur sehr früh, leider. Ich weiß nicht, wie lange alle angeln. Also für mich ist es nicht mehr so früh. Ich glaube, ich habe vielleicht, boah, es ist so laut. Die schleifen ja die ganze Zeit auf dem Boot. Entschuldigung, der Sound. Aber da sind die nur am Ackern die ganze Zeit. Wirklich, das Wochenende, Leute. Sorry, ich bin Erster momentan. Das kann sich natürlich schlagartig ändern. Aber ich sag mal, es ist schon ein gutes Gefühl, lieber da zu sein, als dass man diejenige muss, die das schlagartig ändern muss, von hinten. Also ich hoffe, dass ich jetzt das halten kann. Ich denke, realistisch brauche ich tatsächlich 1, 2 größere Tandern. Also ich brauche schon 1, 2 über 60. So, zur Abwechslung am Zanderspot noch ein Hecht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und da wir in den Niederlanden sind, darf natürlich auch dieser hier wieder schwimmen jetzt. Jo, der hat Gas gegeben. Richtig geil. Schöner Hecht für Jasmin. Dass sie jetzt schon einen Hecht in der Wertung hat, nimmt ihr etwas den Druck für den morgigen Tag und lässt sie außerdem an Enrico vorbeiziehen. Il semblerait que Jasmine ait encore attrapé un poisson. Et là, un joli poisson, un brochet, 69 cm. Donc je ne sais pas où elle peut pêcher, mais elle traque à la fois le cendre et le brochet. Donc je ne sais pas si c'est un coup de bol ou si c'est voulu, mais en tout cas pour l'instant elle assure. Oh, der darf nicht da rum. Der darf nicht da rumgehen.
Ich glaube, der geht aber um den Pöller rum, wenn ich nicht aufpasse. Oh, ein richtig guter Zander. Oh, ich muss hier hin. Yes! Geil! Oh! Endlich! Endlich der fette Zander! Das Werfen hat sich gelohnt! Auf den Easy Edge Head, ne? Dieser Easy Edge Head ist unglaublich. Der fängt so geile Fische. Und jetzt kommt hier der dicke Zander. Mega geil. Genauso soll es laufen. Und deswegen steht man auch mal 8 Stunden an einem Spot und macht gefühlte 3 Millionen Würfe für so einen Fisch. Und um den wollen wir uns jetzt mal kümmern. Das sind 68. Endlich der erste richtig gute Zander. Hat sich also wirklich gelohnt, hier so lange durchzuangeln. Und ein bisschen Zeit bleibt mir noch, aber vorher geht diese Schönheit wieder schwimmen. Geil. Mega geil. Richtig cool. Jetzt geht's weiter. Ein paar Würfe mache ich jetzt noch. Ich glaube, mir bleibt noch ein bisschen Zeit. Und ich denke mal, da kommt noch was. Klasse Fisch. Da es aktuell durchaus so aussieht, dass in dieser Gruppe mehrere Angler und Anglerinnen ihre 6 Wertungsfische fangen könnten, wird man zum Weiterkommen gute Größen brauchen. Dieser 68er Zander gehört definitiv in diese Kategorie. Jasmin bekommt 88,4 Punkte und holt sich die Führung. Mal sehen, wie ihre Taktik jetzt aussieht. Versucht sie noch weitere gute Zander zu kriegen oder geht sie vielleicht jetzt schon auf den noch fehlenden Barsch? Ich bin auch immer noch am Zittern, habe noch ein bisschen Zeit und habe nun gerade auch erfahren, dass ich quasi mit diesem Zander in Führung liege. Freut mich natürlich jetzt gerade mega doll, mein ganzer Körper zittert und ich freue mich einfach, dass es so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte und dass es so gut klappt wie bei den Trainingstagen. Jetzt noch 1,5 Stunden circa, die werde ich jetzt auch weiter durchziehen mit meinem besten Freund hier, mit dem Easy Edge Head. Das Ding ist mega geil und dann schauen wir mal, ob wir an der Größe der anderen Zander noch ein wenig arbeiten können. Encore un joli poisson pour Jasmine, ça devient déprimant à force. Puisque moi, par le suivi de ce matin, très difficile. Les eaux sont très teintées, donc je ne sais pas si c'était la bonne stratégie de venir au brochet aujourd'hui. Mais c'est impressionnant, elle est impressionnante. Ja, Jasmin ist am Performen, Mann. Fängt große Tettis, das wird schwer zu schlagen. 68er Zander ist wie viel in Hecht? Ganz schön viel. 90er Hecht oder so. 81. Ah, okay, es geht. Ah, das geht. Morgen wird es kriegsentscheidend. Heute war wichtig, sage ich mal, überhaupt in den Krieg nicht zu sterben. Ich wollte schon gerne mindestens einen Ü60er. Dann wäre es eigentlich alles genau im Plan, tatsächlich. Aber hey, ich habe ein bisschen über eine Stunde, man weiß ja nie. Wird schon gewinnt sein, das Ding da. Das ist auch wieder 15, das ist alles ein Scheißdreck. Also mein Plan ist jetzt, ich mache mir jetzt eine andere Rolle drauf mit einer dünnen Schnur, weil ich habe ja so einen extremen Wind da und ich muss da raus, weil da ist ein bisschen ein tiefes Loch da draußen und wenn ich da nicht oft reinkomme, dann werden meine Chancen natürlich schlechter. Und deswegen mache ich jetzt eine Rolle drauf, die wo eine wesentlich dünnere Schnur hat und versuche damit Wurfweite zu kriegen. Ob das natürlich funktioniert, werden wir dann noch gleich sehen. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro.
peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buy Fish! Hey. Lang ist er. Halbe drüber, oder? 86. Ein Ausrufezeichen vom Vizemeister. Noch ist Herbert punktemäßig relativ weit von den Top 3 entfernt. Doch ein 86er Hecht auf dem Konto des Bayers wird die Konkurrenz sicher nicht übermäßig erfreuen. Gucken wir mal, ob er heute noch nachlegen kann. Jetzt bin ich wieder ein bisschen im Rennen. Hecht war nicht schlecht, wenn es natürlich ein Zander gewesen wäre, war es natürlich noch besser gewesen, aber nehmen wir trotzdem in der Größe. Aber ich mag halt noch zwei richtig schöne Zander fangen. Hecht, wenn man fängt, gibt es immer blutige Finger. Also es hilft nur Cast, werfen, bis der Arzt kommt. Ich stehe weit hinten, die Kollegen fangen, das ist schon mal gut. Also die Fische sind gar nicht so schlecht drauf. Ich habe aber später angefangen, also bleibe ich auf jeden Fall dran und gebe ich jetzt weiter Gas. Also aufgeben ist auf keinen Fall eine Option für mich. Ich habe gerade erfahren, ich musste Führung abgeben. Jasmin hat wieder einen guten Fisch gefangen. Herbert hat auch tatsächlich einen guten Hecht gefangen. Es hat nicht gereicht, dass er vorbeizieht bis jetzt. Aber Jasmin ist vorbeigezogen. Sie hat sehr gut gefangen bis jetzt. Ich habe sowieso ehrlich gesagt gedacht, dass Jasmin sehr gut fangen wird. Sie kennt sehr viele Spots und wohnt an der Grenze von Holland und die letzten drei Monate hat sehr intensiv vorbereitet auf das Turnier. Das weiß ich. Und generell, ich dachte, dass es wird so sein, dass man alle 6 Fische in die Wertung bringen muss und wahrscheinlich 6 vernünftige Fische. 4 vernünftige und 2 gute wahrscheinlich, um durchzukommen. Deswegen wird es morgen für mich kriegsentscheidend. Also mein Plan ist heute durchzuziehen. Ich habe ungefähr 1 Stunde 20, würde hier durchziehen an der Stelle und dann morgen würde ich den ganzen Tag auf Hecht angeln. In der Hoffnung, dass ich dann tatsächlich 2, 3 große Fische erwische. Wird mal sehen. Auf alle Fälle bleibt es spannend.
Ich glaube Zander. Zander oder Hecht? Ein Barsch, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow! Oh mein Gott, ein fetter Barsch. Jetzt muss ich echt mal schreien, sorry, aber oh, geil. Ah. Guck dir den fetten Barsch an! Guck dir den fetten Barsch an! Alter, wie geil ist das denn? Leck mich am Barsch! Hecht, Zander und Barsch an einem Tag abgearbeitet quasi. Und ich habe noch den ganzen morgigen Tag. Aber wir wollen uns jetzt erstmal um den Fisch kümmern. 46, ne? Liegt vorne an, liegt hinten an. Das gibt's doch nicht. Jasmin hatte mit ihrer Taktik bisher sowieso schon alles richtig gemacht und jetzt kommt auch noch Glück dazu. Ein Traumbarsch beim Zanderangeln, dazu ein Hecht an derselben Stelle. Jasmins erster Angeltag hätte besser kaum laufen können. Sie hat alle 6 Wertungsfische, darunter 2 ziemlich gute und insgesamt schon 450,9 Punkte. Hartes Brot für die Konkurrenz. So, gerade eben stieg diese fette Murmel ein. Ein richtig alter Barsch, wie man sehen kann, und richtig fett. Auf einem Auge sogar blind. Und der geht jetzt zurück ins Wasser, denn der soll für Nachwuchs sorgen. Oh. Aber ist weg. Oh, mega geil. Jetzt habe ich komplett nasse Füße. Aber für so einen Fisch geht man doch auch mal ins Wasser, oder? Mega geil. Und wieder der Easy Edge Chat in Motoröl. Weitermachen. Tobi, I have a message for you. German anglers are the best. Herzlichen Glückwunsch, Jasmin. Was sollen wir jetzt dann noch machen, wenn du gleich am ersten Tag so ablieferst? Naja, Petri Heil. Wir haben ein kleines Update wieder bekommen. Jasmin hat wieder was gefangen. Also Jasmin ist wirklich on fire. Es wird nicht einfach. Sie hat jetzt schon sehr, sehr viele Punkte. Ich weiß, morgen muss ich unbedingt gute Hechte fangen. Also Hechte würde nicht reichen, die müssen tatsächlich gute Hechte sein. Stand jetzt ist Jasmin sehr weit vorne. Die hat jetzt noch einen 46er Barsch gefangen. Ich hoffe nur, dass sie nicht noch einen riesen Barsch fängt, weil dann wird es wirklich, wirklich haarig. Tja, ich muss mal schauen. Also Daniel ist an 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht erwartet. Aber es scheint, dass er aus seiner Verzweiflung heraus heute Nacht im Traum einen Spot von oben geschickt bekommen hat. Was mich etwas wundert, aber das heißt noch gar nichts, ist Herbert. Weil Herbert ist meistens jemand, der genau weiß, was er tut. Klar, das kann bei allen von uns immer mal nicht aufgehen. Und dann weiß man eben nicht, was man da machen soll. Der Faktor Zeit ist auch immer, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ich es schaffe, dann in der Zone B morgen die 3 Zander und noch vielleicht 2 vernünftigere Hechte zu fangen, dann liegt es eh nicht mehr in meiner Hand. Also ich versuche es immer so gut zu angeln, wie es eben geht. Ob das dann reicht, das ist dann auch immer noch so ein bisschen Glück oder Pech, je nachdem. Ich hoffe allerdings, dass es zumindest für Platz 2 reicht, dass ich eine Runde weiterkomme. Denn das 3. Mal YPC in der ersten Runde auszuscheiden, wäre schon echt bitter. Aber ich gebe mir Mühe, drückt mir die Daumen, ich mache jetzt weiter. Und das ist jetzt, glaube ich, auch das letzte Statement bis Ende, weil jetzt wird geangelt. So, die Zeit läuft. Ich bin jetzt an die 2. Stelle, was ich heute Morgen schon gesagt habe. Ich nehme jetzt 2 Routen mit. Also hier sind auf jeden Fall Barsche und Zander drin. Und hoffentlich jetzt geht auf jeden Fall, also geht was. Ich bin kein großer Fan von 2 Routen schleppen, aber da bleibt man ein bisschen länger stehen. Das heißt, ich kann die Sachen hinlegen. Ansonsten mache ich mal einen Wurf hier, Wurf da. Wir sind gleich schlauer.
Barsch sein. Also ich glaube, dass der Barsch war. Der hat so gerupft, so. Mein Gott. Eieieiei. Ja, so ist es. Man muss ja die Fische fangen, die wo beißen. Oh shit! Suivi, ça suit, ça suit. Missed one. J'en ai loupé un, j'en ai loupé un, j'en ai loupé un. Juli, wir müssen jetzt ganz schnell machen. Komm her, ganz schnell, weil die sind gerade da. Herberts dritter Fisch. Kein Riese, aber er rückt Enrico auf die Pelle. Kriegt er noch einen? Er ist zumindest der Meinung, der Trupp sei gerade da. Mein Lieblingswerkzeug, wenn es pressiert, dann kann man schon mal einen Kescher auch ein bisschen kaputt machen. Weil ich brauche den Köder jetzt wieder. Wahnsinn, der Dreckswind. Es gibt Neuigkeiten von Monkey Lures für Barschangler, für Zanderangler. Und jetzt auch für Hechtangler. Der neue Curly und Fat Louis ist jetzt online bei Hecht und Barsch. Shoppen gehen und gleichzeitig YPC supporten. Nee, Schnurspring, Schwimmer. Ich glaube, das war ein Fehlbiss. Klar, auf so einem Spinner sieht man natürlich gerne Spuren, aber hat zweimal geschüttelt. Ich denke mal, das war ein schöner Barsch, ein guter Barsch. Also Hecht war das nicht. Also jetzt Spinner dran, quasi Blech. Ich fange erstmal hier rechts und links, weil eigentlich stehen die flach momentan. Fisch. So, da ganz lange werfen, endlich wieder ein Biss. Leider fühlt es sich nicht sehr schwer an, aber auf jeden Fall ein Zander. Caipirinha Claus of Junkies. Aber der wird leider nicht wirklich helfen, glaube ich. So, leider hat er nicht geholfen zur Bewertung, aber
hat auf jeden Fall wieder einen Motivationsbiss. Ich habe immer noch ein bisschen Zeit noch. Cool. Oh gut, bisschen wach wieder, habe echt wenig geschlafen. War ewig lange gestern Abend mit der Route und mit alles Vorbereiten beschäftigt. Und dann musste um 4 Uhr heute aufstehen. Habe sehr wenig geschlafen, aber das hat wirklich geholfen, um wieder richtig wach zu sein. Le spinner a donné des bons résultats. Je vais essayer avec un petit peu plus gros, une palette un petit peu plus grande et une couleur blanche surtout. Donc un contraste un peu mieux avec l'eau marron. Et surtout plus de volume, il va déplacer plus d'eau. Donc peut-être que ça va leur permettre de mieux diriger leur attaque et de les décider. Parce que là, la touche que j'ai eue, c'était assez franc, mais bon, c'était plus un poisson suiveur qui est énervé par la vibration. Et là, on va essayer de les énerver un petit peu plus encore avec un spinner un petit peu plus gros. La difficulté, c'est qu'il est plus lourd. Et donc il va couler un petit peu plus vite, même si la palette va un petit peu le ralentir. Mais vu qu'apparemment ils prennent aussi en plein milieu de la rivière, enfin du polders là, je vais essayer de pêcher vraiment au milieu. Et donc un spinner plus gros, c'est pas forcément très grave. On va essayer comme ça. Also schlanke Köder haben bis jetzt keinen Kontakt gebracht. Ich gehe jetzt ein bisschen auf mehr Frequenz, auf mehr Volumen. Ich bleibe trotzdem bei Chartreuse, das Wasser ist einfach viel zu braun, quasi dreckig, viel zu trüb. Und schauen wir mal, Drilling, alles Mögliche. Man muss es einfach versuchen. Also. Herbie is back. 3. Zander, 4. Fisch, diesmal auch in einer guten Größe. Herbert stockt sein Konto auf 290 Punkte auf und zieht an Enrico vorbei. Der Zander war wichtig, aber ich fange noch einen. Über 60. Aber lieber waren wir ja ein Barsch. Bluten durch, ja. Im letzten Wurf doch noch was gekriegt. Muscheln. Scheiße, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht von mir oder so, aber einfach, dass jetzt nichts mehr ging. 2 Zander sind gefangen worden, beide so sehr, sehr kleine Fische, also Anfang 40, aber mit dem hätte ich jetzt keinen Blumentopf gewinnen können. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass ich morgen mit dann einem Fisch mehr in den zweiten Tag starte. Und das ist eigentlich das, was ich haben wollte. Also ich wollte eigentlich einen besseren Fisch haben, einen Zusatzfisch, so dass ich halt alle 3 Fischarten zumindest schon mal habe. Den kleinen Hecht, den muss ich auf jeden Fall noch mal verbessern. Aber dadurch, dass jetzt kein Zander gekommen ist, bin ich da echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also das ärgert mich. Zumal ich weiß, dass die Fische hier sind und die werden auch heute noch mal beißen. Das ist sicher. Und auch bestimmt keine schlechten Fische. Das ärgert mich. Aber ich kann nichts ändern. Es ist, wie es ist. Jetzt fahre ich nach Hause und mache mir ein Bier auf. Solltet ihr auch tun, wenn ihr immer noch vom Fernseher sitzt oder vom Rechner oder vom Handy oder vom Tablet oder. Trinkt eins auf mich mit und drückt mir die Daumen für morgen. Ich bin raus. Ciao. Gibst du mir noch eine Minute? Richtig strenge hier erwischt. Feierabend! Okay Leute, also kann man ein Fazit denn ziehen für den ersten Tag. Fazit ist auf alle Fälle, bin noch im Rennen, wenn nichts geändert hat, ich habe noch nicht weiter auf dem Telefon geschaut, aber wenn noch nichts geändert hat, war ich in 2. Stelle. Zweite Stelle nach der ersten Tag ist auf jeden Fall keine schlechte Position zu sein. Erste wäre besser,
Aber Jasmin hat sehr, sehr gut gefangen. Ich habe immerhin, mein Plan ist aufgegangen, Barsche heute Morgen zu fangen, auf der Zandestelle zu kommen, Zander zu fangen. Und mein Plan morgen ist, der Hechte zu fangen und ein paar große davon. Ob es mir gelingt, seht ihr sicherlich in der nächsten Sendung. Bis bald, Leute. So, ich habe jetzt ungefähr noch 20 Minuten Zeit und jetzt gehe ich noch mal dahin, wo ich auch schon einen Zander gefangen habe da vorne. Das ist zwar von den Bedienungen ganz schwierig da dort, aber irgendwo einer von denen muss jetzt den Zander bringen. So, die letzten Würfe jetzt für heute, aber diesmal mit einem UV-aktiven Blau. Schauen wir mal in den letzten Minuten, ob der noch was bringt. Ja! Den wollte ich jetzt haben. Den wollte ich jetzt unbedingt noch haben. Jetzt, aber vielleicht fange ich jetzt noch an. Ein Teufelskerl, dieser Herbert Ziereis. Kurz vor Schluss zieht er noch einen guten Zander an Land und verdrängt Daniel mit nun 375,9 Punkten vom zweiten Platz. Jetzt fehlt ihm nur noch ein guter Barsch für eine starke Abschlusswertung. Nach Enrico und Daniel ist nun auch für Jasmin Feierabend. So, fertig für heute. Und ich bin glücklich. Ja, ich habe jetzt hier nochmal meine beiden Erfolgsköder des Tages. Einmal der Long Shad und einmal der Easy Edge Shad. Dieser hier ist Chartreux, dieser hier ist in Motoröl. Das waren die Köder, die heute alle Fische gebracht haben. Zum Schluss hat mein bester Köder tatsächlich nochmal richtig abgeräumt. Und wie gewohnt kann man die alle in einer Box lagern, alle Farben zusammen. Hier klebt nichts, hier schmiert nichts, hier färbt nichts und die Köder halten wirklich ultra viel aus. Man kann die wirklich so weit ziehen und da passiert gar nichts. Du kannst damit auch 20 Hechte fangen und das Ding hält immer noch. Das war der letzte Wurf. Ja. Insgesamt gesehen kann ich eigentlich schon noch zufrieden sein mit dem Tag. Der erste Spot war natürlich ein bisschen viel Information. Ich wollte da gern hin, wo dass der Wasserstand hoch ist. War er aber dann nicht. Vielleicht hätte ich jetzt im Nachhinein einen ganzen Tag auf den Spot fischen sollen. Aber danach ist man ja immer schlauer. Jetzt hoffe ich mal, dass ich morgen irgendwo am Barschspot irgendwas, keine Ahnung. Wird schwierig, aber die Hoffnung stirbt am Schluss. Ja, der Herbert, habe ich ja gesagt, der kann angeln. Er liefert gerade schöne Zander waren das. Ich bin auch auf dem Weg zu einem Spot, also mein letzter Spot für heute. Ich bleibe da bis 19 Uhr. Da haben wir dann die Dämmerung, die nehme ich mit. Und da habe ich noch eine gute Chance auf Zander. Also bleibt dran. Fisch wird heute auf jeden Fall geben. Wenn nicht,
dann halt nicht. Okay. Ja, und morgen ist auch ein Tag. Und vielleicht brauche ich das. Es gibt Leute, die sowas brauchen, die müssen erst auf Arsch bekommen. Und dann sind die bissig. Und dann liefern die erst. Ich bin vielleicht auch so einer. Ich bin immer noch chillig, aber vielleicht morgen anders. Bin ich mal gespannt. Ok, donc on va changer d'endroit. Le brochet, ça ne donne rien. Ce matin, on en a vu un qui m'a suivi. Là, j'ai pris une grosse touche, mais rien de plus. Donc là, il faut changer de stratégie puisque les autres personnes prennent du poisson. Donc on va aller sur un spot un petit peu plus typé cendre. Et on va essayer de gratter un petit peu, essayer de faire au moins un poisson pour aujourd'hui. Während 4 Angler und Anglerinnen, die heute recht erfolgreich waren, auf dem Weg ins Quartier sind, kämpfen Salah und Julot mit den Bedingungen und ihrem Anglerglück. Die neue Stelle sieht gar nicht so schlecht aus, aber der Wind hat zugenommen und wir haben verdammt starke Strömung hier. Deswegen nehme ich jetzt schwere Köpfe und relativ kleine, schlanke Köder, dass ich ein bisschen aerodynamisch unterwegs bin, sonst treibe ich so schnell weg. Das macht keinen Sinn. Ja, wie man sieht, Wind ist auf jeden Fall nicht gerade wenig. Oder ich brauche Brille. So, schau mal, was der Kleine hier sagt. Und Leute, ich hätte nicht mal gegen einen 42er Zander jetzt was. Wobei, große Fische kommen auch immer wieder auf kleine Köder. Von daher kann er vielleicht was bringen. On va encore changer d'endroit. Là, c'est intéressant niveau courant, contre-courant, tout ça, mais j'ai fait 3 lancers, j'ai laissé 3 montages au fond. Je pense qu'il y a autant de cailloux que là, donc c'est mort. Donc on va changer. On va essayer de trouver un autre endroit. C'est terriblement frustrant. Là, on voit les limites et c'était ma crainte un petit peu en venant là, c'est que je ne connais pas les spots. Donc je perds un temps fou à trouver un endroit où je peux pêcher. Et c'est vrai que là, j'ai quand même quelques indications, mais c'est pas suffisant. On voit que vu que les brochets n'ont pas été mordeurs, j'ai dû trouver un autre spot et je n'en trouve toujours pas. Donc c'est vraiment délicat. Ça va être très difficile et les autres concurrents, eux, continuent à enchaîner les poissons. Donc c'est très frustrant et un poil énervant. J'espère faire quand même un poisson aujourd'hui. Ja, so schwer habe ich mir das nicht vorgestellt. Das nach gefühlte, ja, das sind schon 6 Stunden, kein Biss. Ich sag mal so, ob ich das jemals erlebt habe, aber vielleicht schon. Aber nicht mal ein Zupfer, außer da im Hafen, die 2, 3 Zupfer. Auf den Spinner hatte ich auch einen Zupfer, aber gejiggt auf Gummifisch nicht mal ein Biss richtig, ne? Gar nichts. Ja, Freunde, ich glaube zumindest die Sonnenbrille kann ich langsam runternehmen. Eine Stunde hätte ich noch oder habe ich noch. Es wird gerade kälter. Füße sind auch kalt, ganze Zeit im Wasser, aber nutzt alles nichts. Also ich bleibe auf jeden Fall dran und ich erhoffe mir diese Beißphase, die meistens kurz vor Sonnenuntergang, es kann schnell gehen. 20 Minuten, 3 Zander, bin ich happy. Also, weiter fischen. Du coup, il nous reste 1 heure de pêche.
C'est vraiment très peu. Ça a été une catastrophe encore ici sur ce spot. J'ai beaucoup accroché. Juste une petite touche à la descente sur un montage drop shot, mais vraiment rien de fou. Donc une nouvelle déception pour aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, il reste 1 heure de pêche. Je vais retourner sur le premier spot, là où j'avais eu un suivi de brochet. Et on va finir dans les polders avec un spinner. Et on va essayer de se défouler comme ça la dernière heure. Et si jamais il y a un poisson, mais ça sera que du bonus. Et après on verra demain. Allez, go! Salah wirft weiter fleißig seine Gummis, während Julot an seinem neuen Spot Zeuge eines schönen Naturschauspiels wird. C'est énorme. T'as vu, ils sont bouffés, ça y est. Ils se croquent. Hein. Ils y sont encore? Ah ben oui, c'est ça. Et t'en as 3 à 4 mâles qui sont remontés. Ah ouais, c'est ça. C'est cool. Ah non, c'est dommage, mais bon. Bon, on va plus rien voir, elle a pris. Während die Polder im Training und auch in Gruppe A noch gut funktionierten, scheinen die Hechte nun zumindest in einigen Flachgewässern mit dem Laichen begonnen zu haben. Last cast. C'était le dernier lancé, ça fait 8 heures qu'on pêche, donc que je pêche. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Grosse déception, parce que j'ai dû faire... Grosse déception aujourd'hui, parce que j'ai vu quelques poissons, mais globalement c'était pas très actif. Je pense que pour le brochet, on est un petit peu trop proche de sa période de reproduction, et il a autre chose à faire que de s'occuper de nos leurres. Pour le cendre, clairement les spots que j'avais n'étaient pas du tout bons. Donc j'ai un bon espoir pour demain, faire 1 ou 2 poissons, ça serait top. Mais pour aujourd'hui, grosse déception, grosse frustration, mais c'était quand même très intéressant, puisque de nouveaux spots et des nouvelles approches, voilà, un nouveau pays. Donc c'était toujours fun, mais bon, on verra demain. J'espère que ce sera mieux. Ok. Ja Leute, Punkt 19 Uhr, alles gegeben, bis die letzte Sekunde, wirklich alles gegeben. Aber es sollte heute einfach nicht sein. Also, ob es an mir lag, ob es an was anderes, klar lag es an mir, die anderen haben super gefangen. Aber morgen ist noch ein Tag, morgen gebe ich 200%, wenn nicht mehr. Also, seid gespannt, es ist noch alles offen. Ich bleibe locker, ich bleibe positiv und ich gebe auf jeden Fall alles. Unterschiedlicher hätte der Tag für die Kontrahenten kaum laufen können. Daniel und Enrico waren vor allem morgens erfolgreich, Herbert nachmittags, Jasmin den ganzen Tag über und bei Julot und Salah klappte heute gar nichts. Doch wer die Gruppe A und das Wahnsinns-Comeback von Frédéric Julien verfolgt hat, der weiß, dass selbst ein Schneidertag noch lange nicht das Aus bedeuten muss. Es ist also nach wie vor für alle 6 Angler und Anglerinnen alles möglich. Abonniert einfach den Kanal und aktiviert die Glocke, um den zweiten Tag auf keinen Fall zu verpassen. Wir freuen uns über ein Like und einen Kommentar. Bis sehr bald.